Heute reden wir über den längsten und höchsten abgeschossenen Wing Coaster der Welt und der hat dieses Jahr erst eröffnet. Und was es damit auf sich hat, das jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Review meinerseits und einer Achterbahn, die 2025 eröffnet hat, und zwar Repterra. Und Repterra ist laut Park der höchste und längste abgeschossene Wing Coaster der Welt. Dabei handelt es sich um einen B&M Wing Coaster. Um euch abzuholen, wenn ihr das nicht kennt, Flug der Dämonen im Heidepark ist auch ein Wing Coaster, aber dann mit einem klassischen Kettenlift. Und Repterra wird mit einem Linear-Synchronmotor abgeschossen. Es gibt von B&M insgesamt nur 3 Stück davon, die sind wir sogar alle 3 damit gefahren. Und um jetzt Repterra, die Bahn, die 2025 neu aufgemacht hat, zu fahren, müsst ihr in den Freizeitpark Kings Dominion in Doswell, Virginia, USA. Und diese Bahn steht in einem komplett neu geschaffenen Themenbereich, Jungle Expedition. Super schön geworden und habe ich auch gar nicht erwartet. Mehr dazu sieht man auch im Vlog von uns, der noch nicht online ist. Der wird auf jeden Fall noch online kommen in naher Zukunft. Und für uns hat sich auf jeden Fall einiges geändert seit unserem letzten Besuch 2018. Da gab es nämlich diesen Themenbereich noch nicht. Und an gleicher Stelle, wo Repterra steht, stand noch eine andere Achterbahn. Aber es hat sich auch so sehr viel drumherum verändert um diesen ganzen Bereich mit neuen Sachen, die weggekommen sind oder Achterbahnen, die angepasst wurden. So zum Beispiel gibt es Reptilian, die finde ich ein bisschen schwierig. Du hast Repterra und die Achterbahn daneben ist Reptilian. 1988 eröffneter Mack Rides Coaster, ein Coaster, eine Bobbahn, die bis 2021 noch Avalanche hieß und weiß war und jetzt von weiß auf so orange-braun gestrichen wurde. Und das Thema wurde angepasst, gibt noch ein paar mehr Details zu sehen in der Warteschlange und das gesamte Thema passt jetzt einfach auch zu diesem Jungle Expedition Themenbereich. Tomilli ist ganz neu dazugekommen, S&S Worldwide Freespin, 4D Freespin, der 2022 einen Huss Suspended Topspin ersetzt hat. An der Stelle stand ein Suspended Topspin von Huss Vitalocan, auch hier sogar mit Feuereffekten und ähnlichem. Hätte also thematisch sowieso komplett zu der Area schon gepasst. Was zu der Area gar nicht passt jetzt, aber damit zugehört, ist Flight of Fear, der Premier Rides Limb Coaster von 1996, dieses Spaghetti Bowl. Man hat einfach nur die Halle so ein bisschen angestrichen, aber auch nur von der Seite, wo man zu Fuß lang geht, von der Seite, wo der Break Run von Repterra ist, nicht. Da ist immer noch diese weiß-graue Wellblechbude und von drin ist sowieso nichts passiert. Ist noch Dingens drin, hier das UFO und wir werden von Aliens quasi entführt. Das passt so gar nicht zum Thema. Naja. Und Pantherian ist auch eine Bahn, die schon länger da stand, nämlich von 2010 ein Intermin Giga Coaster. Und das mit der Besonderheit, dass die Bahn eigentlich den meisten von euch geläufig sein dürfte bis 2023, das Intimidator 305, eine Bahn, wo es heute noch super viele Greyouts gibt, die früher dafür bekannt war, dass es da viele Blackouts gab. Und die Lizenz endete und der Intimidator kann nicht mehr Intimidator heißen und hieß im Jahr 2024 dann übergangsweise Project 305 und seit 2025 Pantherian und ist von rot auf so orange gestrichen worden. Als wir da waren, war der erste Tag, wo die Bahn nach über einem Jahr Stillstand wieder gefahren ist. Da sind wir natürlich direkt da reingestratzt, da hatten wir auf jeden Fall mega Glück. Vor allem die anderen, die mit uns auf Tour waren, die Bahn vorher noch nicht gefahren sind. Und natürlich jetzt das Ding, wo wir überhaupt hier drüber sprechen, wo es im Video drum gehen soll, ist Repterra. Und Repterra ersetzt Volcano the Blast Coaster. Von 1998 bis 2018 stand die Bahn da und kurz vor unserem Besuch, 2-3 Wochen vorher, ist ein Blitz eingeschlagen und die Bahn war defekt und wir konnten die nicht fahren und sie hat auch nie wieder aufgemacht. War ein Intermin Limb Coaster, wo man so senkrecht aus dem Vulkan rausgelauncht wurde. Haben wir also leider verpasst. Die Bahn war sehr, sehr close. Darum soll es aber gar nicht groß gehen, sondern wir wollen hier über Repterra sprechen. Aber das einmal diese ganzen Veränderungen für dieses ganze Dschungelthema, was ja eine Ausgrabungsstätte, Forschungslager, Zeltstation, Tempel und Felsen beinhaltet, ist schon gut gemacht und vor allem für so eine Art von Park ist das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Die Eingangslogos finde ich immer richtig, richtig stark und es gibt auch eine kleine Story dazu. Repterras fesselnde Hintergrundgeschichte. Vor Jahrhunderten errichteten alte Anführer einen Schrein zu Ehren des mächtigen Dschungelfalken. Menschen, die den Schrein betraten, wurden spirituell mit den Kräften und Fähigkeiten des Greifvogels verbunden und erlangten diese vorübergehend. Der Bau des Tempels am Fuße des Vulkans Mount Inferna erwies sich als unglücklich. Der Boden um die Magmakammer stürzte ein und begrub den Dschungelfalkentempel unter Hügeln aus Vulkangestein.
Der Tempel verschwand scheinbar aus der Erde. Archäologen entdeckten kürzlich die vulkanische Stätte und legten die Überreste des Dschungelfalkenschreins frei. Der wilde Geist des Vogels ist weiterhin an diesem Ort präsent und katapultiert mutige Fahrgäste in schwindelerregende neue Höhen. Rapterra, der höchste und längste Katapult-Wingcoaster der Welt. Und neben der Story zum Ganzen sind vielleicht noch ein paar Fakten interessant. 44 Meter ist Rapterra hoch, 940 Meter lang, 105 km/h Spitzengeschwindigkeit, alles ein bisschen gerundet. 3 Inversionen, 2 Züge, die 5 Reihen haben, also relativ kurze Züge, und ab 1,22 Meter dürft ihr mitfahren. Das Ganze ist wie gesagt von B&M, Bollinger Mobiliar, ein LSM Launched Wing Coaster. Und natürlich ist das Interessanteste wahrscheinlich für die meisten die Fahrt, und die geht aus der Station raus in eine Rechtskurve auf den Launch Track, und der LSM beschleunigt uns dann von 0 auf 104,6 km/h in 4 Sekunden. Also eine relativ entspannte Reise, die wir da antreten. Es ist auch ein großer, schwerer Zug, der irgendwie auf Geschwindigkeit gebracht werden muss. Das Ganze ist ganz cool inszeniert, am Anfang noch mit so ein paar Torbogen, nenne ich es mal, von dieser Tempel-Felsen-Anlage, was leider nicht durchgezogen wird und dann relativ schnell aufhört. Und das Ding hoppelt und holpert da über die Strecke, das ist ja unglaublich. Das ist ja Schlaglochhausen sein Vater. Also wirklich kleiner Blick rüber ins Legoland Deutschland, da hat man ja auch mit dem B&M Wing Coaster so ganz tief in die Schüssel gegriffen. Und es ist so ein bisschen ein Glücksspiel inzwischen, ob du von B&M eine Bahn bekommst, die gut fährt oder die katastrophal schlecht fährt. Das ist eine der letzten Kategorien. Also in allen Punkten. Das ist wirklich sehr schade. Auch allgemein sind die Fahreigenschaften jetzt nicht herausragend. Damit ist das Thema vielleicht direkt abgehakt. Dann müssen wir uns da nicht die ganze Zeit festhalten. Und es ist leider so. Es verstehen auch viele nicht, dass B&M nicht das Maß aller Dinge ist. Auch nicht alte Bahnen und auch nicht diese Bahnen, die jetzt neu gebaut werden, die so fahren. Das ist wirklich echt, das geht gar nicht. Nach dem Launch geht es nach oben. Relativ simpel in einer sehr hohen, steilen, 180-Grad-Kurve einfach, wo man sehr krass geneigt ist. Total untypisch, deswegen eigentlich total nice, dieses Element nach dem Launch reinzupacken, wo es keine Inversion gibt, sondern einfach nur eine sehr große, überneigte Kurve, und je nachdem, wo du sitzt, ist das ein sehr cooler Effekt. Und man stürzt wieder nach unten, holt Schwung, und dann geht es in den sogenannten Dive Loop. Also wir fahren nach oben und drehen ein und tauchen ab nach unten. Über einen großen Twisted Airtime Hill geht es dann hinweg Richtung Eingangsbereich, da mit einer geschwungenen Kurve, sage ich mal, machen wir so den 180-Grad-Turn wieder zurück und dann in die nächste Inversion, und zwar in einen Corkscrew, der auch natürlich gigantisch groß ist und an so einer Besucherterrasse vorbeiführt und abtaucht und abbiegt Richtung Station. Die überqueren wir nochmal mit einem großen Airtime-Hügel, und dieser führt dann in die finale Inversion, die Hardline Roll, wo wir uns sehr lange und langsam, also gefühlt langsam durchdrehen, und das Ganze Richtung Wald, bis wir in eine 180-Grad-Kurve kommen, die dann nochmal zurückfährt Richtung Break Run, und da kommen wir dann zum Stehen. Haben links die nicht gestrichene hässliche Halle von Flight of 4 und noch viel schlimmer diesen Zeltwartungsbereich für den Zug dieser Achterbahn. Das ist nicht cool, das mit so einem Zelt zu lösen. Man hat auch so viel Arbeit mit diesen Achterbahnen, und dann muss man das da machen, und Maintenance Base werden oft von Parks vernachlässigt, nicht mitbestellt und im Nachgang für viel Geld nachgerüstet. Parks, macht das direkt, das ist wichtig, ihr braucht das. Da Wing Coaster trotz hoher Geschwindigkeit doch irgendwie ein bisschen träge sind, hast du auch irgendwie hier eine Fahrzeit von knapp 1,5 Minuten, das ist ziemlich cool. Die Bahn steht gut da, also der Bereich mit der Bahn, das sieht richtig gut aus, keine Frage. Sieht ein bisschen klein aus, aber man ist gerade in den USA und da ist alles viel zu groß, und in Europa wäre das eine riesige Bahn, und wir haben auch den höchsten und längsten gelaunchten Wing Coaster, also da ist schon viel Achterbahn. Es gibt ein Thema, es gibt eine Story, ist eine nette Neuheit. Ich bin halt nicht der größte Wing Coaster Fan, die Bahn ist aber ganz nett, Fahreigenschaften katastrophal, aber echt schönes, starkes Layout. Das Layout gefällt mir sehr gut, hat mich komplett abgeholt, und dadurch gefällt mir Rapterra eigentlich ganz gut, aber fährt sich nicht so toll und ist halt immer noch ein Wing Coaster. Aber so im Gesamten ist das eine wirklich schöne, solide Neuheit 2025. Werden wir dann nochmal gucken, wo die landet, wenn wir dann die ganzen Neuheiten 2025, die wir gefahren sind, ranken in einem Video. Das kommt dann auch noch dieses Jahr. Aber bis dahin meine Meinung zu Rapterra in Kings Dominion.